Häufig wird bemängelt, das Studium bereite die Studierenden nicht ausreichend auf den späteren Berufsalltag vor, denn es mangle am Praxisbezug und die produktive Anwendung des Gelernten käme zu kurz. Ein Konzept, das dem entgegenwirken kann, ist das sogenannte Problem-Based Learning, kurz PBL. Problem-Based Learning, was genau ist das? Im Zentrum des Problem-Based Learning steht, wie der Name schon sagt, ein Problem. Dabei wird das Problem jedoch nicht als Anwendungsbeispiel für in der Vorlesung vermitteltes Wissen herangezogen. Das Problem ist vielmehr der Ausgangspunkt für die aktive Aneignung von Wissen. Die Studierenden erhalten einen konkreten Problemfall mit Bezug zu ihrem späteren Berufsalltag. In einem mehrstufigen und klar definierten Prozess arbeiten sie dann in Kleingruppen und in Einzelarbeit an der Lösung dieses Problems. Durch die eigenständige Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand eignen sich die Studierenden aktiv praxisrelevantes Wissen an. Wie gehen die Studierenden dabei konkret vor? Die Lehrperson präsentiert den Studierenden den Problemfall. In Kleingruppen klären die Studierenden zunächst die wichtigsten Begriffe der Problembeschreibung, grenzen das Problem ein und diskutieren erste Lösungsansätze auf Basis ihres Vorwissens. Anschließend werden diese Ansätze geclustert und die Studierenden formulieren eigenständig Lernziele. Sie definieren also, welches Wissen sie noch brauchen, um das Problem vollständig lösen zu können. Im Selbststudium erarbeiten sich die Studierenden dann genau dieses Wissen. Zurück in der Lehrveranstaltung tragen sie in der Kleingruppe alle Ergebnisse zusammen, diskutieren und gelangen so im Idealfall zur Lösung des Problems. Dieses Vorgehen nennt man 7-Schritt. Optional kann in einem 8. Schritt der gesamte Zyklus reflektiert werden. Während all dieser Aktivitäten werden die Studierenden durch die Lehrperson oder tutoriell begleitet. Problem-Based Learning bedeutet für die Lehrperson die Einnahme der Rolle als Coach und Lernbegleiterin und nicht länger die des oder der Wissensvermittlerin. Problem-Based Learning erfordert von den Studierenden nicht nur eine aktive Aneignung fachlicher Kompetenzen. Durch die gemeinschaftliche Lösung des Problems trainieren sie nebenbei auch ihre sozialen und personalen Kompetenzen. Sie lernen außerdem, Verantwortung für ihr eigenes Handeln zu übernehmen und sind so bestens gewappnet für die spätere Berufspraxis.